Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder in einer frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die ich für euch vorbereitet habe, sind: Hilton führt ein neues Programm ein. Gut, dass ich im Hilton bin und dort quasi der Sache auf den Grund gehen konnte. Dann Hyatt verlängert die Promotion. Swiss verlängert den Stint für die A220-100er nicht so wirklich. Also zumindest gehen sie in Pause. Dann die Schweizer Piloten haben so ein bisschen Drama. Heißt also, man findet nicht genug, die Gewerkschaft ist in Aufruhr. Und wir haben noch als lustiges Thema: Lufthansa prüft ja die 321 XLR. Für welche Strecken überhaupt? Hatte ich euch die Strecken genannt? Ich weiß es ehrlicherweise gar nicht mehr, deshalb gehen wir auf die Strecken ein. Und Brussels Airlines hat wirklich das Drama auf der Hand mit dem Bettwanzen. Da wird geschaut, dass man, sage ich mal, die Dame, glaube ich, ein oder zwei sind entlassen worden. Also ob das so richtig ist oder nicht am Ende des Tages. Ja, ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch zu kommentieren, kommt aufs Cool. Die Community wird bald echt kostenpflichtig, weil wir das einbinden in unser Frequent Traveler Economy Paket. Heißt also insofern, da wird es noch einige Leistungen dann geben für alle Mitglieder, die neu abschließen, Bestandsmitglieder sind in der Gruppe und partizipieren einfach so davon. Wenn das Zimmer geputzt wird, ist auch hübsch. Werde nicht aufnehmen, aber so muss das sein, wenn man viel auf der Kette heute hat. Ist irgendwie 10:10, aber ich muss los gleich. So, also, ihr hört das erste Thema natürlich, das ist Swiss. Und da ist es wirklich so, dass man alle 220-100er in Pause schickt, zumindest bis mindestens 2027. Das ist eine Zwangspause. Die Flotte wird bis 2027 halt wirklich pausieren. Man hat nur noch dann die A220-300er. Das hat einen exogenen Nebeneffekt. Die Triebwerke, die im Moment ein Problem da sind, die hat man quasi dann, sage ich jetzt mal, zumindest für die 300er, die man die benutzen kann. Dann ist es so, dass man natürlich auch in Genf unrentabel fliegt. Heißt also, dass man da einen exogenen Nebeneffekt auch nochmal hat. Ja, man sagt ja, und das sagt Swiss Finanzchef, wie heißt er nochmal, Dennis Weber, ein Verlustgeschäft. Swiss sucht Abstellplätze außerhalb Zürichs, weil da wird es natürlich voll, da kann man das nicht gebrauchen. Da ist auch kein Platz für Langzeitparken, die werden ja eingepackt, wir kennen das ja aus Covid-Zeiten. Dann ist es so, dass London City-Flüge an Helvetic ausgelagert wurden, denn der E2 darf dort landen. Und Schritt erfolgt schrittweise bis zum Sommerflugplan, also nicht abrupt. Das heißt also, dass man heute die ganze Operation tot macht und damit das dann macht. Ja, die Zuschauerfrage ist: Sollte Swiss die kleineren 220 dauerhaft ausflotten und sich vollständig auf die 220-300er fokussieren? Beziehungsweise ist das Modell strategisch zu wichtig für die Flughäfen in London City, weil der 100er darf ja nur, glaube ich, landen, der 300er darf nicht dort landen. Ihr könnt kommentieren oder auf School. Ein weiteres Thema ist natürlich Piloten. Da übt die Gewerkschaft schwere Kritik. Swiss kann nur 6 von 32 ausgeschriebenen Piloten stellen. Da wurde gegendert, also dieses komische mit dem Ding, da wurde ich ganz wuschig. Also Piloten Stellen besetzen. Davon stammen 4 aus dem Leihpersonal von Austrian Airlines. Dann Gründe sind natürlich pandemiebedingte Ausbildungsstopps, die es da noch gibt. Das heißt, also man hat während der Pandemie ja zurückgefahren, was natürlich dusselig war. Ich kann auch nur Carsten Spohr nochmal sagen, es war auch dusselig, die Pilotenausbildung der Lufthansa Flight Training dort einzustellen in Arizona, aber gut, jeder so wie er will. Dann natürlich Knappheit an Simulatorstellen, da ist auch Problem. Einführung des 350 bindet natürlich Schulungsreserven, dass man da ein Thema hat. Und dann das Senioritätsprinzip schreckt natürlich Bewerber ab. Warum? Weil man sich erst hochdienen muss, hocharbeiten muss, damit man da halt wirklich die Vorteile benutzen kann. Ist aber früher auch so gewesen. Und Aeropers, das Gewerkschaft, fehlende Vereinbarkeit von Familie und Beruf, da geht man auf Work-Life-Balance. Dann die Versprechen der Planbarkeit, die nicht eingehalten worden sind. Da hat ja die Swiss Sachen anscheinend angesprochen und gesagt, das machen wir. Und es gibt keinen Inflationsausgleich, was auch zugesagt worden ist. Swiss bietet mittlerweile Direktverbindungen in der Langstrecke an, um Bewerber anzulocken.
Aeropass erwägt den Gesamtarbeitsvertrag, den GAV, vorzeitig zu kündigen. Also da ist dann auch Streik. Abstimmung soll quasi bis zum 18. oder 19. November passieren. Das ist natürlich ein Thema. Ja, muss die Swiss ihre Arbeitsbedingungen modernisieren, um junge Piloten zu gewinnen, oder sind die Löhne bis zu 220.000 Schweizer Franken pro Jahr bereits ausreichend attraktiv? Kann man ja eher beantworten mit Nein, wenn nicht genug Leute kommen. Ne? Ja, die Lufthansa entdenkt ja die Haltung zu dem 321 XLR, hatten wir ja besprochen, da er zu klein war angeblich. Und jetzt sagt man, dass man damit Nebenstrecken bedienen möchte. Nebenstrecken wären, das war ja die Frage, Genf, Düsseldorf, Nahe Osten, Indien. Und bereits die 23 LR ist ja in der Lufthansa-Flotte, naja, nicht ganz, ist von der ITA übernommen quasi, die sind da, mit der Langstrecken Business Class. Die Swiss zeigt Interesse an kleinerer Langstreckenflotte mit der 321 XLR, klein oder fein. Und die möchten halt Afrika oder Nahost anbieten. Auch Eurowings fliegt die Mittelstrecke nach Dubai, Abu Dhabi, aber auch Riyadh. Mit dem 320er, der XLR könnte sekundäre Hubs wiederbeleben. Das wäre zum Beispiel für Düsseldorf eine Möglichkeit, sich wieder, ich sag mal, zu positionieren. Wohin soll es gehen? Von Düsseldorf nach Amerika. Genau, also man würde dann von Düsseldorf nach Amerika fliegen. Ist vielleicht interessant. Und die Diskussion ist natürlich immer wieder über den Marktplatz, aber auch über den Komfort an Bord. Wenn man jetzt die Sitze sich anguckt, in der 737 MAX und so weiter, von Fly Dubai war es, glaube ich, und von anderen, auch von der JetBlue, dann sind diese Sitze ja gar nicht mal so schlecht. Ich persönlich finde das von dem Druck her nicht ganz so angenehm wie im 350er zu fliegen, das muss man ehrlicherweise sagen, dass man dort nicht ganz so ausgeschlafen, ausgedingst ankommt, also ausgeruht, ausgedingst. Aber ihr könnt ihr mit der Frage des Tages das Ganze beantworten. Würdest du einen 8-Stunden-Flug in einem Single-Aisle-Flugzeug wie dem A321 XLR buchen, oder würdest du lieber auf einen Flug gehen, der ein Widebody hat, heißt also dann wie 350 oder whatever, was man da fliegt? Da könnt ihr mal drauf antworten. Wir hatten uns beim nächsten Thema ja das Thema Brussels Airlines angeguckt und die Folge mit den Bettwanzen, so heißt sie auf Deutsch. 3 Flugbegleiter verweigert den Flug nach Ghana wegen angeblichen Bettwanzenbefall. Nach Inspektionen wurden diese Bedbugs nicht gefunden. Management sah darin einen falschen Alarm und die Crew berief sich auf Not Fit to Fly. Regel heißt also, dass man, wenn man sich nicht wohlfühlt zu fliegen, aus irgendwelchen Gründen, gesundheitlich, psychologisch, egal auch immer, dass man nicht fliegt. Aber die Reaktion war eine andere von Brussels Airlines, als man es erwartet in solchen Fällen, nämlich rausgeflogen. Und die Gewerkschaft BBTK und die ACV Puls kündigten Streikdrohungen an. Die bedrohen die Flugbegleiter 30, 27 und 20 Jahre Berufserfahrung, also nicht Alter, 30 Jahre, 27 Jahre und 20 Jahre Berufserfahrung. Ja. Die Gewerkschaft sagt, die Crew wird unter Druck gesetzt, wenn sie sich unsicher fühlt. Management sagt, Captain entschied nach Inspektion, das Flugzeug ist sicher. Und das ist natürlich ein Thema. Ja, war die Kündigung gerechtfertigt oder sollte Sicherheitsempfinden der Crew immer Vorrang haben, auch wenn es ein Fehlalarm ist? Ist das ein sogenannter Overreach von der Crew? Ist die Crew da so ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen oder sagt ihr, naja, weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht. Da wäre ich mal gespannt, wie ihr das Ganze seht und empfindet. Also da eure Antworten. Hyatt, meine Marke des Vertrauens, hat die Promotion verlängert. Ich schaute in meine App, ich wollte für Los Angeles Hotels buchen und denke so, Regency, was machen wir denn da? Und dann hatte ich halt überlegt und geschaut. Und dann habe ich festgestellt, meine Promotion habe sie nicht mehr gefunden. Aber sie ist jetzt verlängert worden. Und zwar bis zu 20.000 Bonuspunkte bei Hyatt Regency Aufenthalten in den USA. Und nur für Buchungen, die über die Hyatt-App gemacht wurden. Gilt nicht für das Regency Grand Reserve in Puerto Rico, ursprünglich bis zum 23. November. Aber es wurde jetzt bis zum Jahresende verlängert. Und bei 10 Nächten sind es 2.000 Punkte. Grund für die Verlängerung ist ja meistens immer ein Markt, der nachgiebig ist. Das heißt also, man hat nicht die Übernachtung, die man braucht.
Und ja, wie seht ihr das? Bucht ihr auch über die App gerne und nehmt ihr die Promotion mit? Oder ist das Marketing ohne echten Mehrwert für Vielreisende? Ich sage ehrlich, also ich gucke auf Hyatt-Hotels, aber ich werde euch im nächsten Beitrag sagen, warum ich vielleicht ein bisschen mehr zu Hilton schwenke. Werden wir mal gucken, was da so ist. Und ihr könnt ja die Frage beantworten, nutzt die über App-Angebote wie dieses oder sind solche Aktionen nur Marketing ohne echten Mehrwert für Vielreisende? Also bin ich mal gespannt, was ihr so sagt oder ob ihr mir bei dem nächsten Thema, nämlich Hilton, folgt. Hilton fühlt sich ertappt oder, na, eigentlich nicht ertappt, weil sie haben es ja selber auf der Webseite bekannt gegeben, da sind ja solche Sachen, yup, you caught us, Hilton Honors is up to something. Und auch hier dann zum Beispiel, ich mache das gerade mal auf meinem kleinen Monitor ein bisschen größer, Hilton Program Refresh, Coming New Diamond Reserve Tier, Additional Milestone Rewards, dann liegt New Hilton Coming Reserve Tier in 2026, US Credit Card Guide und dann natürlich The Bulkhead Seat, Rumor Hilton Honors is planning a new Top Level Status. So, und was ist das, was da passiert? Das heißt also, das eine ist, dass man einen neuen Status haben möchte, und zwar den Diamond Reserve. Wie sind die Status im Moment aufgebaut? Im Moment ist der Status relativ easy und simpel aufgebaut. Wir haben den Non-Member-Status, dann Member, dann Silber, Gold, Diamond, Lifetime Diamond und dann kommt der Diamond Reserve. Dieser Diamond Reserve ist oberhalb des Lifetime Diamonds. Das war halt so, dass wenn man die amerikanische Kreditkarte hat, die ich jetzt auch habe, die Aspire, dann hat man einfach den Diamond-Status, hat mit dem Diamond-Status alle Vorteile, braucht sich um nichts zu kümmern. Man wurde genauso behandelt wie jeder, der 500 Nächte pro Jahr gefühlt in einem Hilton übernachtet hat. Also es gab da keinen Unterschied. Und jetzt soll es so sein, dass die Lifetime Diamond, die dann on top gekommen sind, heißt also, wie bekomme ich Lifetime? Indem ich 10 Jahre Diamond bin, mindestens 2 Millionen Base Points gemacht habe oder 1000 Nächte. Heißt also, dass man dann den Lifetime-Status hat und damit überhalb der Diamond war. Jetzt geht es dann weiter in der Thematik, dass man dann sagt, naja, nun gut, am Ende des Tages ist das natürlich schlecht für die Leute, die wirklich da übernachten. Und das ist ja das, was ich sage, wenn alle einen Status haben, hat keiner einen Status. Und in den USA ist es halt so, dass da ehrlicherweise der Status bei Hilton ein Thema ist. So, jetzt wie soll der Status eingeführt werden? Einmal so ist es so, dass dieser Status 40 Stays oder 80 Nächte beinhaltet, aber auch eine Finanzierungskomponente von $18.000. Das sind irgendwie 180.000 Base Points, aber ohne Steuern. Ne? Also da kommen noch Steuern drauf. In Euro sind das bummelig 15.000 paar kaputte. Also im Prinzip könnte man rein theoretisch sagen, also 18.000 Euro more, give or take. Ja? Also das ist das. Was will ich bekommen? Ich will bekommen das, was Sie mir versprechen, aber da Sie es versprochen haben, gibt es nur Scheißpauschalen. Und da soll es jetzt anstatt 100%, 120% geben wie beim Diamond. Dann mehr Milestone Awards. Das heißt, also die gibt es ja eh schon, diese 10.000 Punkte und andere Sachen mit dem Diamond wegzugeben und so. Das ist natürlich eine coole Geschichte. Nee, Diamond, genau, nach 100 Nächten kann ich Diamond weggeben. Dann Tierqualifikationen werden 2026 eventuell um 30% reduziert, um da noch ein bisschen Schwung reinzubringen. Und damit verliert der Lifetime Diamond die Exklusivität, weil der Top-Status der Reserve da drauf kommt. Und Hilton bestätigt offiziell, dass es halt in der Arbeit ist. Ihr habt das ja gesehen, was ich hier eingeblendet habe. Ich hoffe, ich vergesse das nicht einzublenden. Und Hilton bestätigt das damit. Und man kann damit auch sagen, man ist vergleichbar zu den Freunden von Marriott. Da sind es sogar 100 Nächte und $23.000 Spend plus Steuern. Und die Kritik ist natürlich, dass die Hotels wie immer devaluiert werden. Wir haben mehrere Devaluationen gehabt. Das heißt also, die Meilenpunkte sind weniger wert geworden. Jetzt haben wir Hotels mit 250.000 Punkten, die man buchen muss für eine Nacht. Auch hier in dem Hilton, wo ich bin. Ich habe 5 Nächte für 105.000 Punkte gemacht, weil ich von der 5 Nächte zum Preis von 4 Nächten, ja 4 Nächte zum Preis von 5 Nächten, gemacht habe. Und jetzt sind die irgendwie bummelig bei 190.000. Das finde ich nicht in Ordnung, obwohl die Preise, die Salespreise sogar dieses Jahr weich waren. Das heißt also, die Preise im Hotel sind billiger gewesen als im Vorjahr. Also ich habe viele Preise gehabt, die waren eher an den 300 pro Nacht. Deshalb habe ich hier auch nicht permanent übernachtet. Jetzt sind wir irgendwo so unter 200 gewesen. Jetzt sind wir sogar unter 100. Ja, also das ist hier schon weich.
Ja, die Frage ist natürlich, wird die neue Diamond Reserve Hilton Tier endlich wieder konkurrenzfähig oder verlieren Statuskunden noch mehr Vertrauen in das Programm? Zumal man ja auch in den USA abgespeist wird und deshalb habe ich Hilton in den USA mit der Kneifzange nicht angefasst, wegen dem Frühstück. Ich meine, gut, ich bin kein Frühstückstyp, das gebe ich offen zu, aber man hat halt nur diese $10 Voucher, die gar nicht diese Kosten tragen. Deshalb bin ich mal gespannt, was eure Antwort dazu ist. Ich hoffe, von euch zu sehen, zu lesen. Und ihr könnt die Fragen des Tages beantworten. Einmal natürlich, würde man lieber ein Widebody fliegen als ein A321 XLR? Und natürlich, wird der Hilton durch den Diamond Reserve Status wieder konkurrenzfähig oder noch attraktiver? Also da bin ich mal gespannt auf eure Meinung und ich hoffe, euch dann wieder bei der nächsten Sendung zu sehen. Bis dann, ciao, ciao. Und jetzt tschüss. Ah nee, erst hier ausmachen.